Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir jetzt diese ganz einfachen Hasendeko-Anhänger. Und zwar braucht ihr nur einen Holzring dafür. Das ist jetzt 7 cm und einfaches Draht. Das ist hier so ein Pflanzendraht, glaube ich. Das gibt es überall eigentlich ganz günstig. Ihr könnt halt auch so einen Gartendraht nehmen. Und hier habe ich mir ungefähr so 24 cm lange Drähte abgeschnitten. Dann nehme ich mir die Endstücke und werde das hier am Ende immer so ein bisschen knicken. Und das werden wir jetzt einmal häkeln. Wir fangen jetzt mit dem Holzring an, mit dem Kreis hier. Ich zeige euch das. Ich häkel jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel. Ihr nehmt euch die Wolle eurer Wahl, verknotet das einmal am Holzring. Ich mache hier jetzt 2 Knoten rein, schneide das Stück hier vorne weg. Dann nehme ich mir den Ring. Ich gehe jetzt hier unten rein, hole den Faden von hinten nach vorne raus und mache so gesehen eine ganz normale feste Masche. Dann wieder in den Ring rein, Faden von hinten nach vorne holen und durch beide jetzt durchziehen. Also eine feste Masche. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Zwischendurch immer zusammendrücken und einfach durchziehen. Ich spule das gleich schneller. Ich zeige es noch ein paar Mal. Dann entsteht ja auch so eine Naht. Die können wir auch gleich nach oben an den Rand drehen. Zum Beispiel jetzt so. Und das könnt ihr halt ein bisschen nach oben drehen. So sieht es denn jetzt aus. Und das machen wir jetzt so lange, bis der ganze Holzring einmal voll ist. Wie gesagt, ich spule das jetzt gleich schneller. Und nicht vergessen, zwischendurch das alles ein bisschen zusammenzudrücken, damit auch der ganze Ring bedeckt ist. Und dann machen wir gleich weiter mit den Ohren. Ich habe jetzt den ganzen Ring voll gemacht, zwischendurch immer zusammengedrückt und hier die Seiten an den Rand hier gemacht. Jetzt werde ich einfach den letzten hier vorne mit der ersten Masche verbinden. Mit einer Kettmasche gehe hier einmal durch, schneide den Faden jetzt ein bisschen länger ab, dann kann ich das mit der Vernähnadel auch ordentlich vernähen. Ich ziehe es hier raus, tue die Spitze auf die Vernähnadel und werde hier jetzt erstmal ein paar Mal hin und her gehen und meinen Faden hier vernähen. Erstmal gehe ich hier bei den oberen Maschen entlang und dann auch noch mal hier so zwischendurch. Dann können wir den Faden auch hier abschneiden. Und so sieht es denn jetzt aus. Einen einfachen Holzring umhäkelt. Das sieht wirklich super schön aus. Jetzt nehmen wir uns hier unseren Draht, machen ungefähr das gleiche Spielchen. Wir nehmen die Wolle, knoten das einmal fest. Wir können das nachher auch noch ein bisschen hin und her schieben und machen ungefähr das gleiche. Also wir gehen unten bei dem Draht lang, holen den Faden, machen hier die erste Masche, dann gehen wir wieder unten lang, holen den Faden
und machen wieder eine feste Masche. Am Anfang ist das so ein bisschen friemelig, das verrutscht ein bisschen. Aber wenn da ein paar drauf sind, dann geht das auch ganz einfach. Und das werden wir auch zwischendurch zusammendrücken und festmachen. Wenn man dann ein paar Maschen gehäkelt hat und es zusammendrückt, dann entsteht auch hier so ein Muster wie bei dem. Und das mache ich dann jetzt auch im Schnelldurchlauf, zweimal natürlich. Und das machen wir jetzt einmal hier komplett entlang. Das untere Stück lassen wir dann jetzt noch frei. Das machen wir dann nachher an den Ring ran. Dafür habe ich auch hier so eine Zange. Das geht aber auch ohne, falls ihr jetzt keine Zange habt. Und wie gesagt, das mache ich dann jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt ungefähr so ein Stück des Drahtes behäkelt und jetzt schneiden wir den Faden einmal ab, ziehen es raus. So, dann können wir das ordentlich machen, aber das können wir auch machen, nachdem wir das an den Holzring dran gemacht haben. Und das ist jetzt auch euch überlassen, wie ihr jetzt vorgehen möchtet. Ich mache das eigentlich jedes Mal so nach Gefühl. Erstmal wickele ich mir hier meinen Faden nochmal drum. Dann auch hier um das Draht. Dann ist es schön fest. Dann drehe ich mir das Draht ein paar Mal. So. Und jetzt könnt ihr das, wie gesagt, machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das anpassen. Ihr könnt das drüber machen, drunter machen. Also ihr könnt halt hier reingehen oder einfach hier drüber machen. Ich glaube, ich mache das diesmal drüber. Bei den anderen hatte ich das halt links und rechts hier einfach reingestochen. Und die Feinarbeiten machen wir dann am Ende. Und dann drehe ich mir das Draht hier einmal. So sieht jetzt das eine Ohr aus. Man sieht jetzt natürlich hier den Draht, aber da wickele ich gleich nochmal am Ende einfach von der Wolle drüber. Und die unteren Enden habe ich mir dann nach innen eingedreht mit der Zange, damit das halt nicht piekst und nicht gefährlich ist. Und das mache ich jetzt dann gleich mit dem anderen Ohr noch und dann sind wir gleich auch schon fertig. Und so schnell sind unsere Anhänger auch schon fertig. Die sind wirklich super schnell gemacht. Das ist nur einfach der Holzring und die Drähte, auch wenn das mit den Drähten vielleicht am Anfang nicht so einfach ist zu behäkeln, aber das geht dann auch ganz schnell. Und so sehen die aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Markiert mich gerne auf euren Werken bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok. Ich verlinke euch alles unter dem Video. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ganz viel Spaß beim Mithäkeln und bis dahin.